Scheunenfund, das ist auch etwas vom Liebsten eigentlich für jeden Mofa-Fan. Und da haben wir einen Peugeot 103. Ich zeige euch in diesem Video, was mache ich mit dem, wie gehe ich vor, wenn ich an so etwas anlaufe. Ich sehe irgendwo in einer Schür, irgendwo unter der Brücke, ein Töffli. Geil, zuerst einmal, okay. Zweiter Blick, wie ist der Zustand von dem Gerät? Was wollte ich damit machen? Wollte ich es erhalten? Wollte ich es komplett neu aufbauen? Etc. Das sind ein bisschen die Fragen. Ich zeige jetzt euch, wie gehe ich vor, wenn ich an so etwas anlaufe. Es spielt absolut keine Rolle, was es ist. Peugeot 103 Land. Das ist extra gebaut worden für die Schweiz, für den Schweizer Markt. Das Teil, an das bin ich mal angelaufen vor etwa 2-3 Jahren, würde ich sagen. Der ist das letzte Mal, ich glaube, im 98 eingelöst gewesen. Das heisst, der steht doch schon ein paar Jahre. Der hat einen unglaublich guten Zustand. Man sieht es auf den ersten Blick vielleicht gerade nicht, weil es ist alles dreckig. Aber es hat noch den Originalsattel. Es ist noch da, die Kleber sind noch einigermaßen gut zu Weg. Der Lack, behaupte ich, kommt wahnsinnig gut, wenn man den einfach ein bisschen aufarbeitet wieder. Die Rädchen, natürlich auf den ersten Blick extrem dreckig. Hinten, behaupte ich, kommen sie wie neu. Hinten, glaube ich, kommen die richtig sauber. Felgenring vorne dran sieht man schon sehr gut, dort hat es halt schon, doch, der Rost hat ein bisschen gefressen. Die werden nicht mehr so ganz blank werden. Aber das ist mir jetzt in diesem Fall eigentlich egal. Ich will das nicht überrestaurieren, sondern da geht es mir im ersten Moment darum, das Ding so wie es ist zu erhalten. Ich nehme den Motor raus, und zwar komplett, da kommt ganz etwas Neues rein. Tuning ist jetzt da ein grosses Thema. Da gibt es ja unheimlich viel Zeug für die 103. Ich behaupte, das bringe ich mindestens so schnell an wie der Camino. Also optisch erhalte ich das. Logisch, neue Pneu, ich tue die Naben revidieren, neue Lager etc. Der Tank ist ganz übel zu Weg. Tankrevisionen, das machen wir da täglich oder wöchentlich sicher. Der kommt dann der Cyril über. Darum komplett abbauen, Gabel weg, mechanisch instand setzen. Der Motor kommt in ein Kistchen, dass, wenn es mal irgendwie darum geht, verkaufen etc., dann kann man sagen, schau, da ist der Originalmotor dazu. Oder? Und dann fange ich auch nicht an dem rumbasteln etc. Ich lade das eigentlich genau so sein. Motor, Antriebsstrang, kommt weg in eine Kiste und alles neu. Und zwar neu, alles vom Feinsten. Oder? Also Renngehäuse, da hat es eine spezielle Kupplung, die ist jetzt gerade neu rausgekommen. Die wollte ich testen. Klar, Zylinder. Einfach Leistung ist das Ziel. Leistung, aber optisch original. Weil, wenn ich jetzt hier anfange und sage, gut, ich tue das neu lackieren, ich tue es neu, einfach alles muss komplett neu erscheinen, es muss glänzen, dann hat es kein Ende mehr. Weil, wenn ich anfange, etwas neu lackieren, dann mache ich alles. Weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man einen Teil neu lackiert und einen Teil nicht. Und so die Mischung kann geil sein, aber für mich ist eigentlich klar, entweder optisch alt lassen oder optisch neu machen. Und dann ist natürlich ein Thema, zum Beispiel die Rädchen. Man kann das natürlich alles aufpolieren und alles piekfein machen, könnte man, dann mit Chromstahlspeicher, neue Ringe etc. Aber Rädchen sind einfach wahnsinnig teuer. Oder? Da bist du alleine beim Material, bist sofort bei 600-700 Stutz. Nachher kommt dann die Arbeit noch, das Ganze zerlegen, das Aufpolieren, das Einspeichern und so weiter. Die Sache ist klar, optisch original, Tuning ohne Ende. Mal schauen, ob wir die 80 km/h knacken. Das ist da mein Ziel. 80 muss es laufen. Wohlgemerkt mit meinen dezenten 105 Kilo drauf oben. Jetzt heisst es einmal komplett zerlegen, Rädchen raus, Gabel weg, Motor weg und dann war das der erste Teil gewesen. Und ich kann den Rahmen am Sierer bringen für die Tankversiegelung. Let's go! Ja, da sehen wir, die sind schon richtig brüchig, oder natürlich. Das ist aber richtig leer. Das ist auch gut. So. Und jetzt nehme ich einmal die ganze Einheit raus, Motor weg und da die Pedale mit der Riemenscheibe. Das kommt nämlich alles sowieso dann fort. Schon mal gut, wenn das Zeug lange nicht geputzt worden ist und nachher eingestellt wird, dann ist alles voll schmierig und fettig und das ist natürlich super, weil das konserviert die ganze Sache.
da vorne ist das Gelenk. Sieht man, das ist ein Schwingen bis hinten. Also die Schraube weg, dann kommt das ganze Hinterteil. Also klar, die noch weg, die Stossdämpfer raus, die Schraube fort und dann kommt das ganze Hinterteil raus. Und das ist natürlich sehr wichtig, das fühlt sich jetzt da nicht so schlecht an, dass diese Lagerung die muss natürlich perfekt sein. Weil wenn es da vorne ein Zehntel Millimeter Spiel hat, dann könntest du meinen, sie geht bald ab, weil das so ein langer Weg ist bis dort hinten. Das Zeug, eben, das behalte ich auf jeden Fall alles. Die Franzosen, die haben relativ lustiges Zeug gebaut. Unheimlich einfache Technik. Wahnsinnig. Also, da in diesem Motor hat es nie das Öl. Das Ding hat nicht einmal das Getriebe. Hinterrad, nichts. Das ist wirklich praktisch. Du kannst gar nie das vergessene Getriebeöl nachfüllen, weil das hat niemand. Das braucht keinen, oder? Und das ist schon sehr, das Handling natürlich unheimlich einfach. Also, Camino, Piaggio, Ciao etc., die haben ja alles im Hinterrad. Das Getriebe, das hat der nicht. Oder? Also, teilweise ist es schon sehr, spannend zu schauen, wenn ich schaue, wie viele Kugellager hat ein Sachs drin und wie viele Kugellager hat jetzt das Gerät. Oder? Wenn man die Räder mal weglässt, dann sind das bei diesem Motor genau 2. Oder? Und die Sachs, da redest du mit dem Getriebe und alles Lagerstellen, sind das viel mehr, sind das 6, 7 Lagerstellen, oder? Wenn nicht sogar noch mehr. Also das ist schon sehr, simpel, unheimlich einfach aufbauen, das Ganze. Power, eben, da gibt's wasserkühlte Zylinder und jenseits. Also das, was ich jetzt hier mache, ist noch etwas relativ Unauffälliges. Bevor ich jetzt da die Schrauben rausziehe, nehme ich natürlich noch schnell die Räder weg, sicher hin, weil nachher kommt das Ganze, die komplette Schwinge kommt dann weg. Also jetzt löse ich schnell die Stossdämpfer, nehme das Hinterrädchen raus, die Stossdämpfer fort und dann ist das schon mal frei da vorne. Oder da hinten, besser gesagt. Das behalten wir einfach mal alles, das Zeug. Also die alten Ketten natürlich nicht, ich sage mal das Verbrauchsmaterial natürlich nicht, aber der Rest auf jeden Fall. Wichtig ist immer viel Fotos machen, falls man nicht mehr weiss, wie es dann zusammenkommt. Aber das ist das Lustige, wenn man etwas zerlegt, ist immer alles wahnsinnig logisch, oder? Dass das so ist, wie es ist. Und es hat halt doch auch schon den einen oder anderen Moment gegeben, wo man ja, genau. Du, wie war jetzt das? Ja, herrlich. So, das lassen wir sicher mal alles zusammen. Weil das ist gerade so etwas, zum Beispiel Radspanner. Da tue ich halt unheimlich gern, nehme ich wieder die, oder? Wenn sie noch in Ordnung sind. Gerade wenn das Zeug original bleibt. Weil die Qualität ist ja bekanntlich nicht besser geworden in den letzten 20 Jahren, wo das Ding gestanden ist. Und lustig, die Schrauben laufen alle wahnsinnig gut. Also, es hat auch überall schön Schmutzi dran. Also der das da das letzte Mal Hand angelegt hat, wirklich top. Genau so muss das sein. So, da haben wir jetzt schon mal den. Das ist Müll. Sortieren können wir es dann nachher. Also, jetzt ist das eigentlich frei. Jetzt habe ich den oberen Teil da. Ich zeigen, der obere Teil ist jetzt komplett frei. Das heisst, wenn ich jetzt diese Schraube ziehe, dann geht der Motor runter, plus ich habe diese Schwingen in der Hand, oder? Ich tue jetzt sicherheitshalber vorne noch schnell die Räder lösen, weil dann kann ich, wenn man das ganze Zeug entgegengeht, kann ich das Rädchen einfach rausziehen, oder? Und wegnehmen. Darum auch immer schauen, da die ganzen Kabelzeug, ist das alles frei, dass nicht, wenn man da beide Hände schon voll hat und nachher kämpft man noch mit dem Kabelzeug, das ist immer hure mühsam.
Wenn man das anschaut, das ist wirklich, wieso auch immer, das ist alles so Silberfett dran. Das ist sicher nicht am Werken so. Kurz bevor der, wer auch immer, den angestellt hat, muss da noch irgendetwas gegangen sein. Vielleicht hat er den einmal komplett neu aufgebaut und dann in die Ecke gestellt, oder man weiß es nicht. Aber der Kriegel könnte mir ja eigentlich schnell helfen. Sonst gibt es dann Bühlen, die vorher nicht waren, das ist immer schade, oder? Kriegel? Kannst du mal schnell aufhören mit deiner Vespa spielen dort? Ja. Du musst schnell eine Hand haben, 2 Hände haben. Es ist so. Das Vorderrad ist gelöst. Das Vorderrad ist gelöst. Jawohl. Jetzt kommt eigentlich das Teil kommt weg und die Schwinge kommt weg. Plus der Motor geht raus. Jetzt kannst du dich entscheiden, was du heben willst. Ich wäre froh, wenn du den hier würdest heben und ich nehme den Unterteil raus. Okay. Ist das okay? Ja, natürlich. Weil gelöst ist sie. Ich muss jetzt nur noch die rausnehmen. Da. Schrauben, dann geht alles auseinander, oder? Genau. Genau so ist das. Jetzt muss ich da. Ja, schon. Alles draus. Schau jetzt. Hebst du den Motor, wenn er runtergeht? Nein, nein. Ich klaus den Finger rein, da kommt eh nichts mehr rein. Ist auch alles extrem gut gekommen, ist einfach dreckig und lang gestanden. Ah, das Federli. So, einfach mal anlegen, stellen. Weißt du, von vorne ist das Rädchen raus, dann hat man da die Dachseite. So. Hebst du oben? Ja. Aha. Ist jetzt zu wenig gelöst. Nachher. Die Scheibe muss raus. Ja. Ah, die Scheibe ist da. Ja. Gut. Gut. Das ist bombastisch. Das tun wir mal auf die Seite. Dann können wir den nämlich mal anlegen. Da. Jetzt legen wir mal so um. Möglichst, dass es nicht verkratzt. Wir wollen ihn ja behalten. Und dann ist es eine tolle Sache. Ja, schau jetzt. Dankeschön. Ja, bitte. Gut, jetzt ist noch das Einzige noch die Gabel. Aber die Gabel an sich lasse ich auch zusammen, weil die ist noch gut. Das heisst, nur da die Geschichte lösen, die Gabel rausziehen. Und dann lasse ich das so. Also Sattel, den nehme ich noch weg. Und nachher kann man den Rahmen eigentlich dann am Siri geben. Die ersetze ich auch komplett. Das lohnt sich gar nicht mehr da. Es läuft alles wirklich erstaunlich gut. Das ist unglaublich. So. Ja, so eine Hand mehr wäre aber schon noch geil. Das ist immer die letzte. Wow. Dann hängen wir hier noch die Elektrik ab. Ich glaube, das mache ich sowieso alles neu, oder? Also, sorry Cyril. Und jetzt mache ich hier oben gerade die Platte wieder drauf, nicht dass da noch etwas auseinandergeht. Weil da, ich glaube, Tacho bis 80. Mal schauen, ob wir dann den Tacho wieder hermachen. Und da werde ich das Ganze putzen.
Aber ich tue es nicht eben teilestrieren, ich tue es nicht komplett bis aufs letzte Schräubchen zerlegen eigentlich das Ding, sondern einfach fein, dass alles wieder sauber läuft, das ganze Zeug mal einlegen. Was kommt weg? Es kommt weg, der Motor. Dann Antriebsstrang, was alles dazugehört. So, die Federaufnahme brauche ich wieder, die Dämpfer kommen weg. Dann, was kommt noch weg? Sattel bleibt, Vergaser natürlich. Das ist eigentlich schon alles. Ja, das ist es. Eben, zerlegt ist es immer schnell. Das ist ja immer so, es ist immer schnell viel Puff und schnell auseinander. Kein Fotos gemacht. Nachher weiss man nicht mehr, wie es wirklich zusammen war. Was aber auch gefährlich ist, also, wenn das Zeug auseinandernehmt, studiert immer mit, weil man weiss nie, wenn etwas zerlegt worden ist von jemand anderem und falsch zusammengeschraubt worden ist. Nur weil etwas so war, das finde ich einer der schlimmsten Sprüche, es ist so gewesen. Nur weil etwas so war, wie es jetzt ihr auf dem Tisch habt, heisst es nicht, dass das auch richtig ist. Also, gerade beim Zusammenbau dann natürlich immer mitstudieren, überlegen, hat das so einen Sinn und dementsprechend dann machen. Da, die ganze Federgeschichte, da muss ich mal schauen, was es gibt. Wir machen hier schon ein gröberes Tuning, aber nicht Maximum, das geht. Oder Maximum, das geht, dann würde es nämlich heissen, der Rahmen Sandstrahlen, man muss alles verstärken oder einiges verstärken, anpassen etc. Und das will ich nicht. Oder? Ich will beibehalten, Patina, Erstlackierung, sauber aufbauen, mechanisch top und ein Tuning, was geht eigentlich, so ein bisschen das Limit, bis man dann muss anfangen am Rahmen oder am Gefährt etwas abzuändern. Genau das ist der Plan. Wenn ihr Fragen habt, wir machen genau so Zeug, oder? Also, das machen wir natürlich jetzt nicht nur mit einem Peugeot, das machen wir mit jedem Gefährt. Schon in einem Fund uns bringen, wir offerieren euch das, zerlegen, die Wünsche natürlich mitteilen. Wir machen auch Empfehlungen, wenn es gerade so etwas kommt. Es ist gerade letztens wieder jemand gekommen mit einem wahnsinnig schönen Moor. Und er wird sich jetzt angesprochen fühlen. Und er will einen kompletten Neuaufbau. Und dann, ich habe mit ihm vorab telefoniert, nachher kommt er mit dem Gefährt. Ich bin fast runter. Das war so ein absolut Hammerzustand, das Ding. Und dann habe ich gesagt, aber das ist jetzt nicht der, den du Sandstrahlen und Eulagieren. Warum? Und genau das, oder? Und dann, schlussendlich war es jetzt so, ich habe das Gefährt abgekauft und organisieren wir es anders, weil das geht nicht, oder? Also wir machen ja schon viel so Custom-Zeug, aber was wir viel mehr machen, ist genau das, also Erstlack erhalten unbedingt und ist egal, ob Puch, Peugeot, Piaggio oder was auch immer drauf steht. Wir machen das mit jedem Zweitakter. Vespa selbstverständlich auch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, freundliche Grüße und bis nächste Woche wieder. Tschüss, Kriegel. Tschüss. Ciao zusammen.